Willkommen zum Update-Video des Schadens meines Chanson-Campers auf Fiat Ducato-Basis. Und da erwarten ja schon viele die Auflösung, was es denn nun ist, was den Schaden verursacht hat, wie ich in den Kommentaren lesen kann. Diskussionsstoff in den Kommentaren war auch häufig, was habe ich denn eigentlich für einen Motor verbaut? Ich selber habe halt die Information, dass es ein Peugeot-Motor ist. Andere sagen, scheinbar mit Insiderwissen, es ist eine Eigenentwicklung. Der nächste sagt, nee, es ist ein Fiat-Motor und jetzt sogar ein Mercedes-Motor. Und möglicherweise ist das auch das Problem, dass die Firma selber nicht weiß, welcher Motor da eigentlich verbaut ist, welche Teile da verbaut sind. Ja, und vielleicht sogar, welche Firma sie jetzt eigentlich ist. Denn zum Beispiel in meinem Fahrzeugschein steht Marke, Modell, Chanson, Firstline, aber der Hersteller unter 2, das ist Stellantis. Da steht jetzt nicht irgendwie Fiat oder Peugeot. Und dazu habe ich jetzt diesen Beitrag. Also ich habe hier meinen Guiding-Gast. Das ist der Sebastian. Der Sebastian. Und der kam mit einem Opel Movano selbst umgebaut. Gucken wir mal gleich rein. Und ich sagte ihm auch schon direkt Peugeot-Motor. Und er war gar nicht überrascht, denn er zeigte mir direkt seinen Fahrzeugschein. Ein Peugeot eigentlich. Man staune. Aber das Interessante ist, das wird meinen Kumpel in Deutschland interessieren, weil er hat auch einen Opel Movano gekauft. Und der hat Schwierigkeiten mit dem Umbau. Und hier sehe ich, also wie gesagt, das war auch ein Lieferwagen ursprünglich. Der hat problemlos da eben die drehbaren Stühle eingebaut, die eben einen Lieferwagen von einem Wohnmobil unterscheiden. Und das muss man eintragen, gell? Muss man eintragen, ja, weil sich dann der Nutzungszustand von dem Transporter ändert zu einem Campingmobil. Heute haben wir ein kleines Jubiläum. Woche Nummer 5 der Havarie meines Campers auf Fiat Ducato Basis, dem Chanson, dem Motorausfall. Und ich sitze immer noch nicht in meinem Camper, sondern im Mietwagen. Den Mietwagen muss ich aber jetzt wieder abgeben, denn die Mietwagenfirma rief mich gestern an und sagte mir, hier, der Wagen ist nur eigentlich für 3 Tage bestellt worden von Fiat. Und es dauerte mal wieder eine Weile, bis das Ganze geklärt war. So viel zum Fiat-Service. Allerdings zur rechtlichen Situation. Fiat hat ja eine sogenannte Mobilitätsgarantie. 30 Tage Mietfahrzeug oder 5 Tage Hotel. Aber in diesem Fall, wir sind jetzt in der Woche Nummer 5, gilt auch die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, die eben der Hersteller zu erbringen hat. Da heißt es, dass der Wagen in einer angemessenen Zeit zu reparieren ist. Und angemessen wird angesehen 3 Wochen. Woche Nummer 5. Das heißt, alle folgenden Kosten muss Fiat trotzdem tragen, kann ich Fiat in Rechnung stellen. Nun ist natürlich eine Reparaturzeit von 3 Wochen bei einem möglichen Motorschaden, dazu komme ich später, illusorisch, denn jeder, der irgendwie ein Problem hat mit dem Auto, der wird feststellen, heutzutage kriegst du nirgendwo in Europa einen größeren Schaden innerhalb von 3 Wochen repariert. Woran liegt es? Ganz einfach, niemand will diesen dreckigen, stinkigen, lauten, anstrengenden und teilweise auch gefährlichen Job mehr machen. Dafür habe ich Verständnis, deswegen warte ich auch noch, aber mein lieber Mann, jetzt nach über 2 Stunden sitze ich tatsächlich in meinem neuen Mietwagen. Ja, der Fiat-Service ist eine absolute Vollkatastrophe. Gestern hieß es noch, das wird alles geklärt, und heute Morgen telefonierte ich noch mit dem Mietwagenstationmann, der sicherte mir auch zu, es wäre alles geklärt. Ich könnte den Mietwagen praktisch direkt austauschen. Und ich kam da hin und der nette Mitarbeiter war nicht da, sondern es war der Chef selbst da. Und festgestellt, dass er keine schriftliche Zusage über mehr als 3 Tage hat. Ja, die wollte er natürlich haben. Wir schrieben beide an alle möglichen E-Mail-Adressen von Fiat, von der Allianz. Denn die Allianz, die übernimmt wiederum die Mietwagenfälle für Fiat. Also sehr kompliziert, praktisch jetzt schon wieder ein Dritter dann an Bord. Und wie das bei E-Mail so ist, das dauert erstmal, nichts kommt durch. Ich versuchte anzurufen, alle möglichen Stellen von der Allianz. Bei der Allianz kennt man aber meine Schadensnummer wiederum nicht von Fiat.
Und für einen Fiat hast du sowieso keine direkte Durchwahl. Wenn du da irgendwie versuchst, wen zu erreichen, dann landest du halt in deiner Standardauskunft. Und die betreffende Person, also im Level 3 von Customer Care von Fiat, die kannst du überhaupt nicht erreichen. Ich weiß jetzt nicht, was Level 3 ist, ob das schon viel ist, ob es 4 oder 5 noch gibt, so wie ich das mal gelesen habe. Jedenfalls ist hier wirklich, wie man merkt, die Kacke am Dampfen. Der Mietwagenmann will mir verständlicherweise die Karre nicht rausgeben, weil er ist schon auf jede Menge Kosten sitzen geblieben. 1150 Kronen für einen Toyota Yaris am Tag, also über 100 Euro für einen Toyota Yaris am Tag. Und er präsentierte mir dann eine Rechnung von über 24.000 Kronen für den Zeitraum, den ich jetzt schon verbraucht hatte. Ja, ich war kurz davor zu sagen, komm, ich nehme den Toyota Yaris noch einen Tag, gib mir wenigstens den Wagen nochmal zurück, weil wir hatten riesen Einkäufe schon, die wir nicht einfach da stehen lassen konnten, sondern wieder zurücktransportieren mussten. Das geht alles nicht mit dem Bus. Also war ich echt drauf und dran, halt zu sagen, gut, ich trete mit den 24.000 Kronen in Vorkasse und hoffe, dass die Fiat bzw. Allianz den Schaden dann über den Mietwagenpreis übernimmt. Und in dem Moment rief dann tatsächlich die Fiat Assistance dann an, offensichtlich die betreffende Mitarbeiterin, und die sicherte ihm dann zu, dass mein Wagen noch weiter abgedeckt ist, also mein Mietwagen noch weiter abgedeckt ist. Noch 7 Tage mindestens. Ja, eigentlich müsste ich mir einen Drink genehmigen, den mir auch der Mitarbeiter angeboten hat, aber dann hätte er mir den Wagen nicht mehr weitergeben können. Denn in Norwegen ist 0,0 Promille, das müsst ihr euch auch merken. Erstmal bin ich jetzt soweit klar, und wie es denn mit meinem Auto jetzt mit dem eigentlichen Schaden aussieht, das erzähle ich nach dem Stopp. Ja, was für ein Reinfall heute. Gut, ich habe jede Menge an Lebenserfahrung gewonnen und Zeit viel verloren, aber letztendlich ist die Sache noch gut ausgegangen. Und die Lehre für mich und für euch ist, wenn ihr bei diesem Service nicht selber am Ball bleibt, alle möglichen Stellen nachhakt, antelefoniert, Druck macht, dann werdet ihr im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße sitzen gelassen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema des Videos. Und da habe ich ja sehr viele Hinweise bekommen, Kommentare bekommen. Der Marderschaden, ein Crash-Sensor, die Motorsteuerung, falschen Sprit getankt, kein Sprit drin, der Wagen läuft doch, alles fake. Ein paar Hinweise waren richtig nützlich, und zwar deutet viel darauf hin, dass es eben wie auch jetzt bei diesem Fall des Mietwagens, ein Problem ist, dass der eine nicht weiß, was der andere macht. Und das betrifft den Motor. Der eine sagt, es ist ein Peugeot-Motor, der nächste sagt, es ist ein Fiat-Eigenentwicklung, dann kommt wieder einer und sagt, es ist tatsächlich eigentlich ein Mercedes-Motor. Und die Informationen, die ich jetzt von euch bekommen habe, dem Mechaniker in Förde und dem Mechaniker in Ålesund und der KI, ergibt sich folgendes Bild. Möglicherweise sind einfach Teile falsch verbaut worden. Das heißt, man hat an dem Wagen, an dem Motor so viel rumoptimiert, Gewicht eingespart, einen anderen Zahnriemen ausprobiert, ein anderes Ritzel wieder ausprobiert für den Zahnriemen, dass es teilweise wohl zur Verwechslung gekommen ist. Denn der Mechaniker in Förde sagte mir, er musste schon mehrfach einen Zahnriemen austauschen, weil eigentlich der falsche montiert worden ist. Und jetzt der Mechaniker in Ålesund sagte mir das Gleiche. Er wüsste jetzt nicht, welche Teile er ordern müsste, weil es nicht ganz genau klar ist, welcher Motor das ist. Und der Motor ist ein Totalschaden. Wie ich schon selber gespürt habe, Leute, ich habe seit fast 40 Jahren Führerschein. Ich weiß, wie sich ein Motor anhört. Und es ist wahrscheinlich auch so abgelaufen, wie die KI sagte. Was man mir jetzt de facto nennen konnte, war, die Nockenwelle ist gebrochen. Die Nockenwelle, die steuert die Ventile für das Öl. Und der Zylinder 1 ist ohne Kompression. Was das jetzt heißt, ist wohl ganz klar. Wahrscheinlich ist sogar die Kurbelwelle gebrochen und das ganze System hat halt einen mega Kollaps gehabt. Jedenfalls ist klar, mit einer Reparatur in dem Sinne ist nichts zu machen. Ein Austauschmotor muss her. Ja, das war eigentlich allen Beteiligten, die direkt damit zu tun hatten, dem Abschleppmann, den Mechanikern, mir persönlich, der KI eigentlich schon klar.
Fiat wurde darüber mehrfach informiert. Jetzt bin ich gespannt, wie lange es dauert, bis der Austauschmotor da ankommt. Und natürlich, ob der richtige Austauschmotor da ankommt. Am besten würde ich sagen, komplette Getriebemotor raus und komplett neu rein. Das ist wahrscheinlich die sicherste Variante, bevor ich dann womöglich mit den falschen Teilen dann irgendwie losfahre. Das kann dauern, wenn Sie die Zeit einhalten, die Sie prognostiziert haben, 1 Monat. Und jetzt kommt eine rechtlich wichtige Komponente, denn wir sind schon weit, wie ich schon sagte, über die Zeit hinaus, wo eine angemessene Reparatur abzulaufen hat nach deutschen Gesetzen. Und wir kommen langsam in den Bereich einer Wandlung. Das war nicht ganz so einfach, weil hier ja mehrere Komponenten reinspielen. Wir haben den havarierten Fiat, der aber eigentlich in einem Chanson-Camper verbaut wurde und der Chanson als Ganzes gekauft wurde und der wiederum von einem Händler verkauft wurde, der eben auch nicht direkt Chanson ist. Jetzt haben wir Verantwortliche, ist einmal der Verkäufer an sich, der Autohändler, dann Chanson, der das ganze Fahrzeug letztendlich an den Händler geliefert hat und Fiat, die eigentlich den Motorschaden zu verantworten hat. Also ich sehe schon auf mich zukommen, dass ich wahrscheinlich doch hier irgendwann das Gericht einschalten muss, wenn sich keine der Seiten wirklich voll verantwortlich fühlt und das Ganze eben zeitnah regelt. Wie es weitergeht, seht ihr demnächst auf diesem Kanal.